erklärt man im Museum den wichtigsten menschheitsgeschichtlichen Vorgang, den eigentlich kaum jemand kennt, nämlich den Übergang von dem millionenalten Jagen und Sammeln der natürlichen Tätigkeit des Menschen in eine produzierende Wirtschaft mit Sesshaftigkeit und allen Folgen bis in die Moderne. Das kann man natürlich in riesigen Texten an die Wände schreiben, aber man kann es schwer nur mit den Funden zeigen. Man braucht hier symbolische Bilder, man braucht hier Kunst, die das vollkommen perfekt verdeutlicht und einem schlagartig klar macht. Wir haben uns hier entschieden, den wichtigsten Stoff des Neolithikums zu nehmen, nämlich Lehm und Erde, aus der alles kommt. Und wir haben hier eine große Lehm- und Erdewand gemacht, die gleichsam eine Barriere bildet, durch die man nicht durchgehen kann. Nicht durch alle anderen Museumsräume kannst du einfach gehen, von einem zum anderen fließend, weil ja auch die Perioden ineinander übergehen. Das ist hier anders. Das Neolithikum ist ein brutaler Bruch, sogar mit Bevölkerungsaustausch. Und die frühen Neolithiker, Menschen, die letztlich aus dem Vorderen Orient, aus dem fruchtbaren Halbmond kommen, dann über die Türkei, über das heutige Bulgarien, Ungarn bis zu uns, etwa 5500 vor Christus, die bringen aus dem Vorderen Orient eben zahlreiche Tiere mit. Die domestizieren nicht etwa hier die Auerochsen, nein, sie bringen Rinder mit, sie bringen Ziegen mit und das sieht man an diesen Spuren hier im Schlamm, wo man natürlich sogar den Kuhfladen hier sieht, etwas ganz typisch Bäuerliches. Man sieht gleichzeitig, dass sie die ganze Landschaft umgestalten, nicht? Sie hacken die Bäume ab, und zwar mit ihren Beilen, und diese Beile sieht man auch zerbrochen hier liegen. Und was wir dann archäologisch finden von dieser gewaltigen Transformation der Landschaft, ist letztlich nur eine große Zahl dieser Beilklingen, die zerbrochen sind oder verloren gegangen sind. Dann bauen die Menschen die ersten festen Häuser, die dauerhaft genutzt werden, gewaltige 40 Meter, 50 Meter lange Langhäuser, und auch die bauen sie aus Holz und aus Lehm, mit Lehmwänden. Der ökologischste Baustoff, from cradle to cradle, Lehm kommt aus dem Boden, wird wieder zu Boden. Deshalb finden wir diese Wände so schlecht. Wir finden aber die Pfosten, die das ganze Gerüst tragen, dazwischen. Der Lehm ist an Flechtwerk sozusagen gebunden. Das finden wir sehr selten. Wir finden das nur, wenn so ein Haus abbrennt. Dann finden wir den verbrannten Lehm. Was wir allerdings immer finden, und ganz typisch ist, sind die sogenannten Längsgruben. Das heißt Abfallgruben, die ursprünglich Lehmgruben waren, aus denen der Lehm für den Hausbau entnommen wurde. Und in den Abfallgruben liegt natürlich alles, organische Stoffe, wie zum Beispiel dort Körbe oder Ähnliches, oder aber auch Birkenrindengefäße. All das zerfällt normalerweise, weil es organisch ist im Boden. Das Einzige, was bleibt, sind Keramiktöpfe und Knochen von Tieren, vorausgesetzt der Boden ist kalkhaltig, das ist meistens der Fall, oder etwas Stein. Hier haben wir eine Reibemühle, also ein Mahlstein. Das bleibt sozusagen im Boden erhalten, und häufig noch verkohlte Reste von Pflanzen. Aus dem schließen wir letztlich auf das Leben. Das heißt, die Archäologen finden eigentlich nur Abfallgruben, Pfostensteinspuren, Skelette in Gräbern und nicht mehr. Zusammen mit den Naturwissenschaften gelingt es uns aber, ein Bild zu erzeugen, ein Bild, das wir dann sozusagen im Museum zeichnen können. Im Museum sieht man die Originale, die Steingeräte. Im Museum sieht man auch, wenn wir organische Reste finden, diese organischen Reste. Im Museum zeigen wir von den Tausenden von Funden im Magazin das Beste. Aber das reicht nicht aus, um ein Bild zu erzeugen, nicht? Es reicht aus, um ein Buch zu schreiben, aber ein Museum ist kein Buch. Wir wollen keine Texte an die Wände pflastern. Sie sollen sich im Museum nicht totlesen. Nein, das Museum ist ein Ort des Erlebnisses, aber natürlich auch der Bildung. Zuallererst ist es ein Ort des Originales. Die können Sie ja perfekt beleuchtet sehen, das ist wichtig. Aber um die zu kontextualisieren, ohne dass man Romane liest, brauchen wir künstlerische Bilder. Bilder wie diese Wand, die das Ergebnis der Wissenschaft
zusammenfassen und die sozusagen das Ergebnis der Wissenschaft in einem Bild verdichten, das sie gedanklich mit nach Hause nehmen können und über das man auch assoziieren kann. Das aber, und das ist das Wichtige, die wissenschaftliche Fragestellung und das wissenschaftliche Ergebnis zusammenfasst. Dazu setzen wir uns mit Künstlern, hier mit Jure Liptak und mit Carol Schauer und mit den Wissenschaftlern, hier zum Beispiel Herrn Muhl, Herrn Strahm, Herrn Müller-Beck und vielen anderen zusammen, diskutieren und aus dieser Diskussion entsteht irgendwann bei den Künstlern ein Bild, wie man das Ganze inszenieren könnte. Und wir bauen das dann auf und hoffen, dass es Ihnen gefällt und freuen uns dann, wenn es funktioniert. Besuchen Sie das Landesmuseum Halle, dort können Sie all diese Installationen im Original sehen.